Gibt es Vorteile, einen Interims-Qualitätsmanager oder einen Interimsleiter Qualitätssicherung im Unternehmen zu haben? Und wenn ja, welchen Mehrwert bringen sie genau mit? Das und noch mehr erfahren Sie heute hier in der Sendung. Hallo und herzlich willkommen hier im Ratgeberstudio. Heute zum Thema: Welchen Mehrwert bringt ein Interims-Qualitätsmanager oder ein Interimsleiter Qualitätssicherung mit? Dazu habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen: Martin Schneider, Inhaber und CEO der Brainforce-Gruppe. Hallo Herr Schneider, schön, dass Sie heute wieder mein Gast sind. Guten Tag. Herr Schneider, was genau ist denn der Unterschied zwischen einem Qualitätsmanager und einer Qualitätssicherung? Der Qualitätsmanager kümmert sich um das große Ganze. Er stellt sicher, dass die Prozesse reibungslos miteinander funktionieren. Sie kennen wahrscheinlich die europäische Norm ISO 9001, die typischerweise das abdeckt. Im Gegensatz dazu wird die Qualitätssicherung sich mit den potenziell negativen Einflüssen auf die Qualität des Endprodukts mit dem befassen, das erkennen, die Probleme beseitigen. Letztlich ist das eine Umsetzung der Vorgaben des Qualitätsmanagements, aber ganz konkret auf konkrete Fälle in der Praxis bezogen. Entsprechend sind natürlich dann auch die Anforderungen des Qualitätsmanagers oder des Leiters Qualitätssicherung recht unterschiedlich. Kommen wir mal auf den Mehrwert eines Interim-Einsatzes im Qualitätsbereich zu sprechen. Welche Faktoren machen denn diesen Mehrwert genau aus? Ich würde sagen, es sind 4 Hauptfaktoren. Einerseits die kurzfristige Verfügbarkeit inner Tagen, inklusive des ganzen Prozesses durchgespielt. Zweiter Punkt, die hohe Flexibilität, Dauer, Pensum, das alles kann ganz spezifisch nach Kundenbedürfnis definiert werden. Drittens die entsprechende Führungserfahrung und auch das fachspezifische Wissen eines Interim-Managers in diesem Bereich, der typischerweise 10, 20 Jahre Erfahrung mitbringt. Das in unterschiedlichen Unternehmen, in unterschiedlichen Branchen. Und viertens eben seine Außensicht, was sehr, sehr wichtig ist, weil er damit außerhalb der Politik stehen kann. Und eben er bringt auch die Best Practice mit, sozusagen auch eine Art Benchmarking. Und das ist eigentlich sehr wertvoll für ein Unternehmen. Weshalb würde denn ein Unternehmen sehr kurzfristig einen Interimsleiter Qualitätssicherung einmieten? Stellen Sie sich mal die Situation vor, dass ein Automobilzulieferer ein Produkt neu eingeführt hat. Es hagelt dann Beschwerden aufgrund von Qualitätsmängeln. Das Qualitätssicherungsteam ist überlastet, vielleicht sogar überfordert. Und zu guter Letzt erleidet der Teamleiter vielleicht sogar noch ein Burnout. Da zählt jeder Tag. Und die Qualitätskosten, die können ins Unermessliche steigen. Auch der Ruf des Unternehmens kann auf dem Spiel stehen. Entsprechend ist die sofortige Verfügbarkeit eines krisenerprobten, top qualifizierten Interim-Managers im Qualitätsbereich von großem Wert. Er wird die Sache sehr rasch analysieren, er wird Prioritäten setzen können, er wird die entsprechenden Sofortmaßnahmen ergreifen können. Und er wird eben auch aktiv mitarbeiten. Er wird nicht einfach delegieren, sondern er wird entlasten. Und damit wird eben das Problem und die Situation relativ schnell in den Griff bekommen. Und er wird eben auch das Schnittstellenmanagement, was sehr, sehr wichtig ist in den meisten dieser Fälle, wird er professionell lösen. Aber Herr Schneider, wie schaffen Sie es, den richtigen Leiter für die Qualitätssicherung innerhalb von Tagen einsetzbar zu haben? Jedes Unternehmen hat doch seine eigene Kultur und auch spezifische Fragestellungen und Prozesse. Ja, genau. Und das ist das Geheimnis darin liegt im großen Pool eines Providers. Wenn ein Provider eben 1000 Leute in seinem Pool hat, dann hat er mehr Auswahl. Und das wird dazu führen, dass er eben beispielsweise 10 Kandidaten identifizieren kann im Pool, die genau passen auf diese Situation, auf diese Kombination von Erfordernissen. Und daraus werden wir aus Erfahrung wissen, dass 2 bis 3 nächste Woche Zeit haben. Die befinden sich gerade zwischen 2 Mandaten.
Und der Kunde hat dann auch diese Wahl mit diesen 2 bis 3 Kandidaten, weil er damit eben auch den Faktor Chemie, der nicht unwichtig ist, eben auch anwenden kann. Der gewählte Interim-Manager wird dann sehr rasch eingearbeitet sein. Er wird innerhalb Tagen operativ sein. Das ist er sich gewohnt. Das ist seine Routine als jahrelanger Interim-Manager. Sie haben vorhin von der Außensicht und von Best Practice gesprochen. Aber wieso soll der Einsatz eines externen Interimsleiter Qualität hier jetzt von Vorteil sein? Sie können das fast vergleichen mit einem Patienten, der auf der Intensivstation liegt. Da ist ein Patient, der in diese Situation kommen muss, da muss eine rasche Diagnose her und es muss die richtige Behandlung gemacht werden. Und das würden Sie Ihr Leben kaum einem unerfahrenen Arzt überlassen. Deshalb ist eben der Einsatz eines erfahrenen Interim-Managers, der viel erlebt hat, der viel gemeistert hat, ganz entscheidend wichtig. Er kommt von außen, er sieht das Wesentliche und er kann völlig außerhalb von politischen Aspekten agieren. Er wird eben damit außerhalb von einzelnen Agenden stehen und er wird auch Personen eventuell austauschen oder eben durch Kraft seiner Fähigkeit und Erfahrung durch sein Tun ersetzen. Also das leuchtet mir ein. Aber wie wählt man dann den richtigen Interimsqualitätsmanager oder auch Interimsleiter Qualitätssicherung aus? Ein professioneller Provider wird kein Angebot erstellen oder einfach Profile schicken aufgrund eines Telefonats, eines kurzen Telefonats oder eines E-Mails. Ganz entscheidend wichtig ist eben das Kundengespräch, wo eine Situationsanalyse gemacht wird, wo die spezifische Situation besprochen wird, wo auch klar wird, wie die Unternehmenskultur ist, was für Persönlichkeitsmerkmale sind hier wichtig. Und in der Regel ist es eben so, dass die Standardstellenbeschreibung, falls es die überhaupt gibt, dass die eben meistens nicht genügend ist, sondern dass es eben Sonderthemen gibt und der Interim-Manager muss ausgewählt werden für diese Sondersituation. Dann ist neben der Fachkompetenz eben die Führungskompetenz wichtig und eben auch die Branchenaffinität. Dann kommt natürlich auch das Pensum spielt eine Rolle, ob das jetzt 3, 4 Tage oder eben 5 Tage pro Woche sind. Reden wir doch mal ums Geld. Was ist der Tagessatz für einen Interimsqualitätsmanager oder einen Interimsleiter Qualitätssicherung? Womit muss ich da rechnen? Ich kann Ihnen nicht einfach eine genaue Zahl nennen. Das sind ja verschiedene Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Aber in aller Regel spricht man, das ist ja so gibt so Branchenfaustregeln, dass die so zwischen 0,7 und 1,0% des Jahresbruttogehalts liegen, der Tagessatz plus Mehrwertsteuer plus Spesen. Herr Schneider, können Sie für unsere Zuschauer nochmal die 3 wichtigsten Gründe für den Mehrwert eines Interimsqualitätsmanagers oder eben auch einen Interimsleiter Qualitätssicherung zusammenfassen? Ja, der Punkt 1 ist natürlich die zeitliche Komponente. Da geht es um eben die sofortige Verfügbarkeit und es geht aber eben auch um die Flexibilität. Punkt 2, es ist eigentlich eine Kombination von Fachwissen, von Führungserfahrung und eben auch von Sozialkompetenz. Und drittens natürlich diese Unvoreingenommenheit, diese Außensicht, die eben auch dem Unternehmen zusätzliche Impulse geben kann. Herr Schneider, wenn unsere Zuschauer jetzt noch spezifische Fragen haben oder gar eine Beratung wünschen, wohin dürfen die sich wenden? Sie dürfen sich jederzeit 7/24 an uns wenden, per Telefon, per E-Mail. Wir sind stets für Sie da, sei das in Zürich, in München, in Wien oder in einem unserer Büros weltweit. Wir arbeiten global integriert, wir sind keine Franchise, das ist ein großer Vorteil. Sie werden mit uns zuerst ein vertieftes Gespräch haben über den genauen Bedarf, den Sie haben, über die Situation, die Sie haben. Und wir werden Ihnen innerhalb weniger Tage 2, 3 Kandidaten, die sehr gut qualifiziert sind und kurzfristig verfügbar sind, auf den Tisch legen.
Dann bedanke ich mich, dass Sie heute zu diesem Thema wieder Gast bei mir im Studio waren. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, wie sieht es da aus mit der Qualitätssicherung? Brauchen Sie eine Interimslösung oder haben Sie Fragen dazu? Dann dürfen Sie diese natürlich auch gerne unten in die Kommentare stellen. Ich verabschiede